Sehr verehrte, liebe Frau Weber, sehr geehrte Gäste, Studierende, Fakultätsmitarbeitende, liebe Universitätskolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Barbara Pawlik-Löbel. Und mein Name ist Clara Valentina Fritz. Im Namen der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien und ihres Zentrums für transdisziplinäre historisch-kulturwissenschaftliche Studien dürfen wir Sie heute Abend als Moderatorinnen dieser Veranstaltung ganz herzlich begrüßen. Heute dürfen wir Sie schon zum 4. Mal zum Vienna Public History Lecture willkommen heißen. Der heutige Vortrag von Anne Weber trägt den Titel Untot und unvergangen, der Angriff der Virtual Reality auf die Vergangenheit. Durch diese Veranstaltung versuchen wir es, nicht nur die akademische und öffentliche Beschäftigung mit und Wahrnehmung und der Vergangenheit zu verbinden, sondern auch einen Raum zu schaffen, wo sich die in der Geschichte und mit der Geschichte arbeitenden Kolleginnen und Kollegen in ganz breiter Weite von historisch-kulturwissenschaftlichen Disziplinen und Praktiken begegnen können und miteinander ins Gespräch kommen. Deswegen ist es uns insbesondere wichtig, diejenigen, die einige dieser Rollen in sich selbst verkörpern und die Grenzen dazwischen oft überqueren, einzuladen, mit ihren Vorträgen weitere Diskussionen anzuregen. Diese Veranstaltungsreihe zielt auch darauf ab, das Verbindende, gemeinsame Themen, Schnittstellen und Überschneidungen innerhalb der Vielfalt der historisch-kulturwissenschaftlichen Fächer gemeinsam neu zu entdecken. Dabei ist das heutige Datum ein besonders signifikantes. Dieses Jahr findet unsere Veranstaltung am Vorabend von Allerheiligen, also All Hallows Eve oder Halloween, statt. Mancherorts ziehen Kinder um ihre Nachbarschaften, unruhige Seelen, die beschwichtigt werden müssen. In anderen Traditionen bereitet man das Grab seiner Geliebten für den morgigen Tag vor, lässt die Toten die dünn gewordene Grenze zur Welt der Lebenden überschreiten oder zumindest in der Erinnerung wieder aufleben. So ist das Thema des heutigen Vortrags von Anne Weber eines, das uns über alle disziplinäre Grenzen hinweg verbindet. Dieser Vortrag wird heute Abend von Radiosender Deutschlandfunk Kultur aufgezeichnet und Sie werden ihn am 16. November in der Sendung Diskurs zu seinem Podcast nachhören können. Das Video der Veranstaltung wird auch ab Dezember auf dem YouTube-Kanal des Public History Vienna bereitstehen. Eine erweiterte zweisprachige deutsche und englische Druckfassung des heutigen Vortrags erscheint im kommenden Jahr als kleine Monographie in der Reihe Vienna Public History Lectures bei De Gruyter Oldenburg. Das Buch der letzten Vienna Public History Lecture von Ursula Krechel, übersetzt ins Englische von Sarah Ritt, ist jetzt erhältlich. Ein großer Dank gilt folgenden Personen für die Unterstützung der Veranstaltung heute Abend. Herbert Kamleitner, Immanuel Gonemi und Lisbeth Körner, da hinten, und den Mitarbeitenden des Veranstaltungsmanagements. Das Grußwort spricht der Vizedekan Thomas Wallnick. Im Anschluss hören Sie eine thematische Einführung von Marco Demantowski, dem Organisator der Veranstaltungsreihe. Dann kommen wir endlich zum Hauptvortrag von Anne Weber. Jetzt bitte ich Dr. Wallnick nach vor. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Weber, die Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät der Universität Wien freut sich sehr, dass Sie der Einladung zur 4. Public History Lecture nachgekommen sind. Was ist die Vergangenheit anderes als ein unzugängliches Totenreich? Fragen Sie am Beginn Ihres Buches Ahnen, ein Zeitreisetagebuch. Einer behutsamen Annäherung an einen Ihnen nahestehenden Intellektuellen der vorletzten Jahrhundertwende, Ihren Urgroßvater Florenz Christian Rang.
Die Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät mit ihrem Anspruch, sich allen Epochen der Menschheitsgeschichte, so steht es auf unserer Website, zu widmen, hat darauf nicht eine Antwort, sondern vielleicht so viele, wie es Forschende gibt, die ebenso wie Sie an der Schwelle zu diesem Universum leben und ihre Energie, ich möchte nicht sagen der Zugänglichmachung, sondern der Reflexion, seiner Beschreitung widmen. Diese Reflexion, bei uns bekannt unter dem Begriff wissenschaftliche Prosa, kennt viele Sprachen, Varietäten, Register, manche normierter, manche assoziativer, manche arkaner, manche zugänglicher. Letztere, die zugänglichen, zu kultivieren, eine öffentliche historische Sprache zu finden, hat sich die Public History Lecture zum Ziel gesetzt. Initiiert von Marco Demantowski als Professor eben für Public History am Fakultätszentrum für transdisziplinäre historisch-kulturwissenschaftliche Studien. Das Fakultätszentrum verschränkt die Fächer unserer Fakultät. Es ist, wenn man so will, ein bevorzugter Ausgangsort beim Nachdenken über das Zeitreisen. Unter Reisenden sind viele. An unserer Fakultät arbeiten rund 700 Forschende. Etwa 10.000 Studierende sind in mehr als 30 Bachelor-, Master- und PhD-Studiengänge eingeschrieben. Unsere 15 Institute und ein Zentrum reichen thematisch von Archäologie bis Zeitgeschichte, von Kunstgeschichte bis Ethnologie. Stimmen wir uns also auf den heutigen Vortrag ein. Untot und unvergangen. Der Angriff der Virtual Reality auf die Vergangenheit. Wir kennen aus dem 18. Jahrhundert die moralische Wochenschrift Gespräche im Reich der Toten. Eine unterhaltsame Vergegenwärtigung ikonischer Figuren aus dem abendländischen Kanon, die dann mit Themen einer ihnen zukünftigen Gegenwart konfrontiert wurden. Wir sehen auch, wie Anne Weber, den Druck, den die Verselbstständigung und ins Unendliche reichende Erweiterung dieser Stimmen für uns VergangenheitsarbeiterInnen bedeutet. Zugleich sehen wir, ich auch in meiner Zuständigkeit für digitale Infrastruktur an unserer Fakultät, die Dimension der Stromkabel und Platinen, der Frameworks und Sprachmodelle, aus welchen die erzeugten virtuellen Realitäten real bestehen. Eine Handschrift, ein Brief aus dem 18. und 19. Jahrhundert mag eine Brücke schlagen und dabei den Anker bewahren. Eine virtuelle Person besteht im Hier und Jetzt aus Nullen und Einsen. Passend daher, dass gerade einer der wichtigsten Gesprächspartner von Anne Webers eben erwähnten Urgroßvater, nämlich Walter Benjamin, mit der Abhandlung Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit frühe und wichtige Überlegungen zum Thema artikuliert hat. Aber kann man etwas loslassen, das reproduzierbar geworden ist? Ist es nicht omnipräsent und verstellt in seiner Virtualität den Blick auf das reale, materielle, sit venia verbo, seelische Verlusterleben? Verschwindet nicht durch diesen Raub des Verlustes die Zugänglichkeit des Totenreichs? Einen gänzlich undigitalen Anlauf für einen Umgang mit der Vergänglichkeit bietet Anne Weber in Tal der Herrlichkeiten. Eine romantische Geschichte mündet in den Schmerz des Verlustes und das sprachliche Aufbäumen dagegen. Ein Motiv der Ars Moriendi, Literatur des Mittelalters, vielleicht ein Schlüssel für eine Entvirtualisierung der Welt?
Ich beende meine Grußworte als Vertreter einer Fakultät der Vergangenheitsarbeit. Ich danke Ihnen, geschätzte KollegInnen, für Ihr Kommen. Ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag, geschätzte Frau Weber, und ebenso auf die nun folgende Einbegleitung von Marko Demantowski. Vielen Dank. Die letzte Vorspeise. Am 4. Mai 1807, nur wenige Monate nach der erlebten Katastrophe der Schlacht von Jena und Auerstedt mit ihren fürchterlichen Begleiterscheinungen, schrieb der Geheimrat Goethe an den besten Freund seiner lebensreifen Jahre, Karl Friedrich Zelter in Berlin, Zitat: Man darf, wie gegenwärtig überhaupt, über nichts, also auch darüber nicht weiter nachdenken. Man muss von einem Tage zum anderen leben und eben tun und leisten, was noch möglich ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer würde sich in diesen melancholischen Zeilen gegenwärtig und auch seit ein paar Jahren schon nicht wiedererkennen können? Goethe machte allem Anschein nach noch im selben Jahr seinen Frieden mit den sich radikal und fortwährend verändernden Lebensumständen, die in den Nächten und Tagen nach der Doppelschlacht einmal ihre hässlichste Fratze ganz unverborgen auch an der Tür Goethes hatten sehen lassen. Er verfuhr dabei auf doppelte Weise. Er bejahte die neuen Lebens- und Machtverhältnisse als notwendig und grenzte sich von den plötzlich ewig gestrigen Kritikern ab. Er wandte sich seinen inneren, vertrautesten Verhältnissen zu, engen Freunden, der sichernden Drucklegung des Ungedruckten und der Dichtung von Sonetten. Das, was Goethe im Brief an Zelter klagt, brachte Hermann Lübbe 200 Jahre später auf den Begriff der Gegenwartsschrumpfung. Die schmerzhafte Steigerung der gesellschaftlichen Veränderungsgeschwindigkeit befördert in reflexiver Abwehr einen Eskapismus ins Unwirkliche, ins Engvertraute, ins schon Gewusste, ins Heimelige. Vor einigen wenigen Jahren habe ich an einem Kongress in der Hauptstadt eines großen Nachbarlandes teilgenommen. Es war der Sommer nach der Pandemie. Es war weit draußen in der Vorstadt und es versammelten sich Expertinnen und Experten und auch vor allem professionelle Akteure der Geschichts- und Erinnerungskultur aus der ganzen Welt, wie man so sagt. Der Kongress plätscherte so vor sich hin. Sie erzählte das, er erzählte dies. Es gab Berichte und viele PowerPoint-Folien von hier und von dort und auch von da. Lauter ehrenwerte Projekte unter Gutmeinenden, voller Enthusiasmus und semi-moderner Technologien. Schöne, entspannte Tage, nicht ein Klischee, mit netten Treffen und Wiedersehen. Zum Abschluss am letzten Tag wurde wie üblich ein kulturelles Zusatzprogramm angeboten, um den zusammengeflatterten Expertinnen und Experten den Ort nahezubringen, an den sie gereist waren. Den Hauptteil dieser Angebote machten Führungen und Ähnliches an den Überresten des Eisernen Vorhangs aus, um es mit Winston Churchill auszudrücken. Besonders stolz war man auf die Angebote zu virtuellen Zeitreisen zurück in den Kalten Krieg. Mit 11 weiteren Kolleginnen und Kollegen aus Brasilien, den USA und Italien stand ich dann also pünktlich am Eingang eines Zeitreiseportals. Es folgte ein nicht so kurzer Einführungsvortrag, vor allen Dingen mit Warn- und Vorsichtshinweisen beim Tragen der Virtual Reality Brille. Gesundheitlichen Warnen, Vorsichtshinweisen. Dann betrat die Gruppe einen abgedunkelten Raum, in dem eine Attrappe aus Teilen eines alten Busses stand. Hinreichend unbequem, die Sitze
Man bekam die Brillenapparate aufgesetzt, ein Mitarbeiter kontrollierte noch den korrekten Sitz. Dann verließ er offenbar den Raum, die Tür schloss sich, hörte man. Dann setzte das audiovisuelle Programm ein, auch der Bus begann typische Fahrbewegungen zu machen in Abstimmung mit den Bildern und Geräuschen, die über diesen Brillenapparat eingespielt wurden. Nicht schlecht, dachte ich, und auch, wie leicht unser Gehirn zu übertölpeln ist. Immerhin dachte ich das, hielt mich also auf etwas Abstand. Wir kamen an den Checkpoint Charlie, das eingespielte Licht wurde kalt und grau. Es abendete, offenbar. Es wurde Abend, kann man leichter sagen. Jenseits der Grenzlinie warteten finstere Uniformierte ohne individuelles Gesicht, die mehr bellten als sprachen. Grau in Grau zogen sich ungepflegte Vorkriegsbauten und neueste Mietskasernen dahin. Über die Trottoirs huschten gebeugte graue Gestalten. Und so weiter und so weiter. Als der Zeitreisebus wieder zurückgekehrt war, nahmen alle mit Erleichterung ihre VR-Apparate ab. Was für eine Befreiung. Niemand dieser Kolleginnen und Kollegen war überrascht, was er in der Zeitreise zu Gesicht bekommen hatte. Alle waren tief bestätigt. So hatte man sich's immer vorgestellt. What a great virtual reality tour, simply amazing. Nur einer blieb zutiefst irritiert und angewidert zurück. Der einzige in dieser Gruppe, der diese bewegte digitale Projektionskulisse tatsächlich viele Jahre als fremde Vergangenheit mühsam erforscht und der zugleich in dieser fremden Vergangenheit als sich selbst fremd gewordener hinreichend lange gelebt hatte. Keinen Versuch unternahm er, gegen diese schlappe, kalte Kriegsinszenierung Einspruch einzulegen. Gegen Zeitreise bestätigte alte Stereotype ist kein Kraut gewachsen. Ins Heimelige zieht es uns, wenn die Wirklichkeit um uns herum nicht mehr zu fassen ist. In einer sich in ihren Bildern von der Vergangenheit bequem eingerichteten Gruppe Einspruch zu erheben, ist nicht einfach. Leicht hat man die ganze Einrichtung gegen sich. In einer von Anne Webers vorzüglichen Romanen unternimmt dies das Ich in der Erzählung aber dennoch. Alle Selbstzweifel, Vorwürfe, typischen Abirrungen und Holzwege und dann aber auch Glücksmomente eines solchen einsamen Weges werden ausgeforscht und erzählt. Doch was ist das eigentlich, diese Vergangenheit? Wie kommt man dorthin, dass man davon berichten könnte? Das Ich des Buches macht seine Erfahrungen. Zunächst spricht es von einer Expeditionsreise. Dann 10 Seiten weiter davon, sich zurück zu katapultieren. Dann wieder ein paar Seiten weiter sollen Zeitgenossen zum Leben erweckt werden. Und dann schließlich ist der Leser mit der Autorin bei der Zeitreise. Doch nichts davon, keines dieser Konzepte hält den Erfahrungen einer Person und auch nicht dieser stand, die hartnäckig und unerschrocken bei den Sachen bleibt. Sachen, die Historiker sich angewöhnt haben, Quellen zu nennen. Zitat: Beim Entziffern dieser fremden Handschrift ist mir, als würde ich aus dem Freien in einen abgedunkelten Raum treten und als müssten meine Augen sich erst allmählich an die neuen Lichtverhältnisse gewöhnen. Die neuen Lichtverhältnisse, ist das die andere ferne Zeit? Anderes Zitat, kurz danach. Dank des Entzifferungsvorgangs wird aus dem Bild der Zeitreise ein Geschehen. Deutlich spüre ich die dichte, zähe Masse, die mich von dem 100 Jahre Älteren trennt. Das Entziffern der Schrift ist das Entziffern des Menschen. Durch die Dunkelheit taste ich mich zu den Vorfahren hin, versuche ihn zu lesen, ihn zu verstehen. Mühsam, offenbar, ist die Hand- und Kopfarbeit des Vergangenheitserforschenden. Auf eine andere Weise kommt man aber nicht in dieses fremde Land des Gewesenen. Es gibt keine billige Abkürzung. Ich komme zum Schluss.
Anne Weber ist geradezu auf unheimliche Weise produktiv. Und dies, wie ich sagen darf, seit Jahrzehnten. So viele Genres hat sie durchwandert und überrascht doch auch die professionellen Leserinnen und Leser des Feuilletons von Mal zu Mal. Nichts entzieht sich ihrer literarischen Neugier, was Übersetzungsleistung herausfordert. Sie ist auch als Dichterin eine herausragende Übersetzerin geblieben. Sie setzt sich und ihre Leserinnen und Leser über den Styx, Übersetzerin im Boot, auf der Suche nach dem Vergangenen der geliebten Eurydike. Wir blicken uns mit ihr dieser Forschenden. Alle sind wir Orpheus und uns bleibt nur am Ende die lebendige Erinnerung. Besseres lässt sich meines Erachtens über Dichtung und Essayistik kaum sagen. Wir sind geehrt und ausgezeichnet, dass Anne Weber heute Abend den Weg zu uns gefunden hat. Zitat: Wir wissen von der Vergangenheit nur unsere Vergangenheit. Wir verstehen von dem Gewesenen nur, was uns heute etwas angeht. Wir verstehen das Gewesene nur so, wie wir sind. Wir verstehen es als unseren Weg. Anders ausgedrückt heißt das, dass die Vergangenheit nicht etwas Fertiges ist, sondern etwas Werdendes. Es gibt für uns nur Weg, nur Zukunft. Auch die Vergangenheit ist Zukunft, die mit unserem Weiterschreiten wird, sich verändert, anders gewesen ist. Was der Sozialist Gustav Landauer hier in seinem 1907 erschienenen geschichtsphilosophischen Essay Die Revolution schrieb, interpretiere ich auf leicht abweichende, für mein Schreiben aber fruchtbar gewordene Weise folgendermaßen: Die Vergangenheit ist zweigestaltig. Es gibt sie einmal als das, was geschehen ist, als verblichene und somit für uns binnen kürzester Zeit unzugänglich gewordene Gegenwart. Dann gibt es noch eine zweite Vergangenheit, der wir uns anzunähern versuchen, wenn wir uns über Archivmaterial beugen, wenn wir Nachforschungen anstellen und Zeitzeugen befragen. Dieses Bemühen um eine bruchstückhafte Rekonstruktion des Vergangenen ist ein langwieriger Vorgang, ein Prozess, ein Weg. Diese zweite Form der Vergangenheit ist demnach eine, die vor uns liegt, auf die wir uns zubewegen, sobald wir Anstrengungen unternehmen, ihr auf die Spur zu kommen. Aus diesem Gedanken hat 2015 mein Zeitreisetagebuch Ahnen Form angenommen. Bei einer solchen Reise in die Vergangenheit gibt es kein Ankommen. Es gibt nie den Moment, in dem wir sagen könnten, jetzt bin ich, sagen wir, an der Jahrhundertwende angelangt. So ist es damals gewesen, so haben die Menschen gedacht. Stattdessen bleibt das allmählich entstehende Bild vergangener Ereignisse und Verhältnisse ständig in Bewegung. Es kann kein starres, in Stein gehauenes sein. Je nachdem, wer ich bin, wann ich lebe, auf welche Dokumente ich bei meiner Suche stoße, wird es anders aussehen. Die Originalvergangenheit ist tot und uns für immer verschlossen. Eine zweite aber lebt und wandelt sich, sobald wir uns mit ihr beschäftigen. Bis dahin schläft sie in Archiven, in Zeugnissen, in Gegenständen, die Menschen einst in Händen hielten. Wiederauferstehungspflanzen werden gewisse Wüstenpflanzen genannt, die so lange verdorrt am Boden liegen, bis sie darin schon fast verschwinden, die aber nach Jahren, wenn es endlich regnet, wieder aufleben können. Trockenes Archivmaterial, überkommene Dokumente warten auf unseren Blick, auf die Träne, die aus unserem Auge fällt und sie zum Leben erweckt.
Wir aber, nicht wir Einzelne, sondern wir als Menschheit, wollen offenbar anderes. Wir wollen uns der Vergangenheit nicht mühsam annähern, wollen uns nicht zu ihr auf den Weg machen. Nein, wir wollen sie wie durch Zauber herbeiholen können. Von jeher lassen mündliche und schriftliche Erzählungen Vergangenes aus dem Nebel der Vergessenheit hervorsteigen. Im 20. Jahrhundert entstand die Möglichkeit, Nachbildungen vergangener Ereignisse auf einer Leinwand sichtbar zu machen. Ein weiteres Jahrhundert später werden diese Nachbildungen dreidimensional und machen uns nicht mehr zu Zuschauern, sondern zu Miterlebenden. Mithilfe von Techniken der Extremillusion, also der sogenannten Virtual Reality, entsteht nicht mehr ein Bild, das unsere Vorstellungskraft erst erschaffen muss oder das vor uns auf einer Leinwand erscheint, sondern eine Nebenwirklichkeit, die körperlich von uns Besitz ergreift, der wir uns nicht entziehen können. Wir sind, ob wir es wollen oder nicht, mitten dabei. Wir sehen sie nicht mehr vor uns, sie schließt uns mit ein, wird als austauschbare Kulisse um uns herum gebaut. Es soll der Eindruck erweckt werden, das Gewesene sei gar nicht verflogen, sondern jederzeit abrufbar und mitzuerleben. Die Vergangenheit soll nicht mehr vergangen, die Toten sollen nicht mehr tot sein. In China, wo unbebaute Flächen immer seltener und teurer werden, ist der Preis für ein Grab mittlerweile nahezu unerschwinglich. So mancher kauft eine Grabstätte als reine Geldanlage. Die Preise haben sich verdoppelt in den letzten 10 Jahren. Friedhöfe sind vielfach in Privatbesitz von Aktiengesellschaften betrieben, von denen einige angefangen haben, den fehlenden Raum um digitalen Space zu erweitern. Dort kann man etwa digitale Blumen aufstellen oder digitale Kerzen anzünden. Im chinesischen Internet boomt aber auch das Geschäft der Wiederauferstehung, ist in einem Beitrag des ersten deutschen Fernsehens zu lesen, und das unter dem Titel China, neue Wege der Trauer. Neue Wege der Trauer oder neue Wege, den Tod zu leugnen? Nicht nur in Taiwan und in China werden Unternehmen gegründet, deren Geschäftsidee es ist, Trauernden eine digitale Auferstehung ihres verstorbenen Angehörigen anzubieten. Diese sogenannten Griefbots oder Trauerbots sind Avatare der Toten, mit denen man sich per Videocall oder Chat austauschen kann. Das Online-Wirtschaftsmagazin für Young Professionals Business Insider berichtete am 22. Mai 2023, in Kanada habe ein Mann namens Joshua Barbo seine im Jahr 2021 verstorbene Freundin mit Hilfe von Project December, einem älteren, mit dem Vorgänger der aktuellen GPT-Software entwickelten Programm, digital wiederhergestellt. Barbos Freundin war 8 Jahre zuvor an einer seltenen Leberkrankheit gestorben. Das Gespräch mit ihrer digitalen Kopie sollte ihm helfen, den Verlust zu verwinden. Auch die Schweizer Zeitschrift Finanz und Wirtschaft berichtete im März 2024, das Auferstehen von Verwandten, wie sie die Produktion von Avataren nennt, sei ein gutes Geschäft. So verlange eine KI-Firma rund 2.500 Schweizer Franken für einen einfachen Stimm- und Videoklon eines Verstorbenen. Man braucht nicht über sehr viel Fantasie zu verfügen, um sich vorzustellen, dass die Möglichkeit, auf Bildschirmen Tote und Lebende gleichermaßen täuschend ähnlich nachahmen zu können, gefährlich sein kann. Zum Beispiel könnte es jemandem einfallen, Videos von Lebenden ins Internet zu stellen, auf denen diese Dinge tun oder äußern, die sie nie getan oder gesagt haben und auch nie tun oder sagen würden. Bei Fotos ist das jetzt schon möglich, bei bewegten Bildern wird es auch bald soweit sein. Doch mir geht es hier um anderes als um kriminelle Nutzung derartiger Technologien, nämlich um das, worauf diese abzielen, außer natürlich auf Gewinne, und zwar
die Abschaffung nicht nur des Unterschieds zwischen Natürlichem und Künstlichem, sondern letztlich auch die Abschaffung von Vergänglichkeit und damit von Vergangenheit. Aber bleiben wir zunächst noch bei der möglich gewordenen und sich schnell ausbreitenden sogenannten Auferstehung oder Lebensverlängerung. Welche Folgen wird diese Entwicklung haben? Justin Harrison, der Gründer der in Los Angeles angesiedelten Plattform You Only Virtual, wirbt damit, wir würden fortan nie mehr von geliebten Menschen Abschied nehmen müssen. Wie er im Juli 2023 dem Online-Nachrichtenmagazin ABC News berichtete, wolle die Plattform noch im selben Jahr Videochat-Funktionen anbieten und am Ende Augmented Reality-Lösungen entwickeln, die eine Interaktion mit einer dreidimensionalen Projektion des Verstorbenen, aber nicht mehr als verstorben wahrgenommenen, ermöglichen. Die von ihm gegründete Plattform ziele darauf ab, das authentische Wesen des geliebten Menschen wiederzugeben. Langfristig hoffe er, Trauer als Gefühl auslöschen zu können. Viele von Ihnen werden auf solche Worte empört reagieren oder sie für die Äußerungen eines Verrückten halten. Glaubt dieser Typ ernsthaft, uns unsere Trauer nehmen zu können, uns womöglich jedes menschlichen Gefühls zu berauben, außer Freude, Lust und Genugtuung? Nicht nur die Verstorbenen, sondern auch die Verbliebenen zu Griefbots machen zu können? Versuchen wir einmal, obwohl uns das einige Mühe kostet, die Sache etwas neutraler zu sehen. Menschen Trost spenden. Wem kann das schaden? Kann denn daran etwas schlecht sein? Ist Trauer nicht so etwas wie eine hartnäckige Krankheit, von der ja auch niemand behaupten würde, sie gehöre zum Leben dazu und man dürfe nichts dagegen tun? Wer hat schon etwas gegen künstliche Herzklappen? Nein, wir wollen unsere Trauer zurück, sagen Sie vielleicht, und ich mit Ihnen. Warum sagen wir das? Weil wir so technologieskeptisch sind? Gut, vielleicht ein bisschen, ja. Doch kann nicht eine Krankheit, auch eine psychische, nur behandelt werden, indem ihre Ursachen ernst genommen werden? Der Griefbot, also der digitale Ersatz des Toten, wurde erfunden von Menschen, die weder den Tod ernst nehmen, noch den lebendigen Menschen, wenn sie glauben, ein elektronisch erzeugtes Imitat könne ihn ersetzen. Was soll denn das für eine Trauer- oder vielmehr Witzfigur sein, die bei ihrer eigenen Beerdigung die Trauerrede halten kann? Denn auch dieses Angebot halten manche KI-Firmen schon parat. Eine Trauerrede, die dann vermutlich eher eine Freudenrede sein wird über das Wunder des eigenen Fortbestehens in leicht veränderter Form. Was aber haben nun diese Entwicklungen mit Geschichte, mit Historie zu tun? Denn um solche soll es hier gehen. Der Zusammenhang ging mir auf, als ich ein Buch des Kunsthistorikers Peter Geimer mit dem Titel Die Farben der Vergangenheit las. Er schreibt darin an einer Stelle über die Entstehung des im Auftrag des Londoner Imperial War Museums produzierten Dokumentarfilms They Shall Not Grow Old von Peter Jackson, dem Regisseur der Fantasy-Trilogie Der Herr der Ringe. Die 2018 ins Kino gekommene, von mehr als 20 Millionen Menschen auf der ganzen Welt gesehene Dokumentation verwendet Filmmaterial des Londoner Imperial War Museums, Aufnahmen britischer Soldaten zwischen 1914 und 1918. Den stumm durch die alten Filmaufnahmen wackelnden Soldaten wurde von den Lippen abgelesen, was sie gesagt haben, was sie vermutlich gesagt haben. Und diese abgelesenen Worte wurden anschließend von Schauspielern eingelesen und den Bildern unterlegt. Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen wurden koloriert, per Animationstechnik manipuliert, aus Stummfilmen wurden Tonfilme gemacht. Die Soldaten hätten den Krieg ja nicht in Schwarz-Weiß, sondern in Farbe gesehen, sagte Peter Jackson. Er habe durch den Nebel der Zeit
hindurchgreifen und diese Männer in die moderne Welt holen wollen, auf dass sie ihre Menschlichkeit wiedergewinnen und nicht wie Charlie Chaplin-artige Figuren in einem alten Archivfilm wahrgenommen würden. Er beschrieb, wie er mit Hilfe verschiedener Techniken das Bildmaterial so klar und scharf gestaltet habe, dass es aussieht, als wäre es mit einer High-Definition-Kamera vor 1-2 Wochen gefilmt worden. Alles, was irgendwie nach Vergangenheit aussah, sollte ausgelöscht werden. Stumme sollten zum Sprechen gebracht, Tote wieder auferweckt werden. Der Erste Weltkrieg sollte nicht vor 100 Jahren, sondern vorige Woche stattgefunden haben. Und wir selbst sollten zwar auf sicherem Platz, doch auf den allerersten Rängen mit dabei gewesen und zu Tränen gerührt worden sein. Die Kritik war nahezu einstimmig begeistert. Eine beeindruckende technische Leistung mit einer überwältigenden emotionalen Wirkung war auf einem Bewertungsportal zu lesen. Hinter dem unbedingten Willen zur Aktualisierung, der hier zutage tritt, steckt eine fragwürdige Vorstellung dessen, was an menschlichem Erleben universell ist und uns folglich etwas angeht. Die Vorstellung nämlich, dass das Gewesene nur dann zu uns sprechen kann, wenn wir seine Akteure nicht als Fremde wahrnehmen, deren Denken und Ausdrucksweise, deren Kleidung und Gestik uns ungewohnt scheinen, sondern im Gegenteil als Wesen, die in allen Punkten uns selbst und den Menschen, mit denen wir täglichen Umgang haben, gleichen, mit dem einzigen Unterschied, dass sie als vor uns Geborene anderes erlebt haben, sagen wir die Zeit des Kaiserreichs oder den Ersten Weltkrieg. Das ist in etwa, als hätte der Ethnologe Claude Lévi-Strauss den Angehörigen eines indigenen brasilianischen Volkes erst einmal ein modernes Französisch beigebracht und sie zu einem Pariser Friseur und Schneider mitgenommen, bevor er sie als Menschen wahrgenommen und ihre Bräuche studiert hätte. Was aber hat diese Tilgung der Vergangenheit zu bedeuten? Teils mag sie aus pädagogischen Gründen geschehen. Es soll uns vermittelt werden, dass die Geschehnisse der Vergangenheit nicht fernab und von uns abgeschnitten liegen, dass sie uns etwas angehen. Womöglich soll jungen Menschen auch das unwillkürlich sich einstellende Gefühl der Herablassung genommen werden, angesichts der Tatsache, dass die damals Lebenden noch nicht einmal in der Lage waren, ihre Erlebnisse als brauchbare Audio- und Videodateien abzuspeichern. Doch das Wichtigste ist gewiss, der Vergangenheit soll ihr Grau in Grau, ihre stumme und staubige Archivexistenz genommen werden. Sie soll konsumierbar gemacht, mit Emotionen versehen, sie soll aktualisiert und unmittelbar an die Gegenwart angeschlossen werden. Was bleibt nun von der Vergangenheit übrig, wenn sie gar nicht mehr vergangen sein darf? Ähnelt sie nicht einem von Thanatopraktikern mit Feuchtigkeitscremes, Wattepads und Schminke zur Aufbahrung hergerichteten Leichnam, vor dessen mit Rouge versehenen, eingefallenen Wangen die Angehörigen entsetzt zurückschrecken? Vorgeblich wird die Vergangenheit in Jacksons Dokumentarfilm nur wieder so hergerichtet, wie sie einmal war. Wahrscheinlicher ist aber, dass sie so aufbereitet wurde, damit sie möglichst viele Anhänger findet. Denn natürlich haben die Soldaten des Ersten Weltkriegs ihre Schützengräben nicht in Schwarz-Weiß gesehen. Aber haben sie sie etwa in den Farben des kolorierten Films gesehen? Die nachkolorierten Aufnahmen wirken tatsächlich nicht mehr wie trockenes Archivmaterial, sondern wie ein moderner Kostümfilm, in dem grellrotes Blut aus offenen Wunden tropft. Und was haben die Soldaten auf den stummen Filmaufnahmen gesagt? Gehen wir einmal davon aus, obwohl es ziemlich unwahrscheinlich scheint, eine Lippenleserin oder ein entsprechendes Computerprogramm könnten wirklich Wort für Wort und ohne Irrtum das vor über einem Jahrhundert Gesprochene rekonstruieren. Sicher ist, dass sie weder die Stimmen selbst rekonstruieren können,
noch die Art und Weise, wie diese Worte gesprochen, gerufen, gemurmelt wurden, in welcher Tonlage, in welcher dialektalen Färbung, in welcher Klangfarbe, ironisch oder ernst, schüchtern oder entschieden. Wer sich einen Spielfilm anschaut, sollte sich besser die Originalfassung mit Untertiteln ansehen, weil das Nachgesprochene oft aufgesetzt wirkt. Umso mehr, wenn bei der Synchronisierung, wie bei den von Jackson genutzten Archivaufnahmen, gar keine Originaltonspur vorhanden ist. Nur nebenbei sei hier erwähnt, dass Peter Jackson den Soldaten bewusst ihre Individualität genommen hat, um ihre Vielzahl von Stimmen und Gesichtern zu einem einzigen, zu dem britischen Soldaten des Ersten Weltkriegs zu verschmelzen. Und mit diesem meint er einen fast noch kindlichen, gewitzten, warmherzigen jungen Mann, dem der wunderbare Zusammenhalt und die beglückende Erfahrung der Kameradschaft die Schrecken des Krieges so gut übertönen, dass er sich, als 4 Jahre später das Gemetzel endlich zu Ende ist, gar nicht recht freuen kann, wieder nach Hause zu kommen. Vielleicht mag es auch junge Männer gegeben haben, die sich gefragt haben, wieso sie mit kaum 20 Jahren für nichts und wieder nichts abgeschlachtet werden sollten. Diese kommen bei Jackson nicht zu Wort. Als der Film entstand, also 2018, wurde noch ein Mensch damit beauftragt, von den Lippen der gefilmten Soldaten zu lesen. Im Jahr 2020 war die Lippensynchronisierungstechnologie schon so weit fortgeschritten, dass man sich nicht mehr damit begnügen musste, auf alten Filmaufnahmen aus Stummen Sprechende zu machen, sondern dazu übergehen konnte, neue Filmaufnahmen von Toten zu erschaffen. Und das ist es genau, was ein junger chinesischer Softwareingenieur in Hangzhou tat, dessen Großvater unerwartet starb, kurz nachdem ihn sein halbwüchsiger Enkel wütend weggeschickt hatte, weil er sein Computerspiel zu Ende spielen wollte. Vor lauter schlechtem Gewissen erweckte der junge Mann den Großvater zu neuem Bildschirmleben, damit dieser ihm verzeihen konnte. Die Frage, ob unsere verstorbenen Vorfahren oder Freunde denn mit einer solchen Wiederbelebung einverstanden gewesen wären, die Frage, ist das wirklich richtig, was ich da tue? Darf ich das? Haben die Toten nicht ein Recht darauf, in Ruhe gelassen zu werden? Stellt sich offenbar niemand. Die Allmacht der Lebenden kennt keine Grenzen und keine Gewissensnöte. Die Toten sind den Lebenden ausgeliefert. Verstorbene Großmütter und warum nicht auch Kinder werden ihres Wesens beraubt und kommerziell ausgeschlachtet, zu neuen Geschäftsmodellen gemacht, als wären sie eine beliebige, unpersönliche Ware. Noch einmal, was haben diese Bemühungen zu bedeuten, den Tod und die Vergangenheit zu leugnen, ja sie auszulöschen? Wohnt diesen Bemühungen nicht ein totalitärer Gedanke inne? Zitat: Wer die Vergangenheit auslöscht, läuft Gefahr, auch die Zukunft abzuschaffen. Niemand war mehr darauf bedacht, die Vergangenheit auszumerzen, als die Nazis, die wie die Stalinisten kurzerhand alles, was ihnen unbequem war, aus den historischen Aufzeichnungen tilgten, meint der Literaturhistoriker Terry Eagleton. Anders als die Zukunft kann die Vergangenheit nicht mehr mit unvorhergesehenen Entwicklungen aufwarten. Wehrlos ist sie jedem skrupellosen Menschen, jeder Gewaltherrschaft, jeder Illusionstechnologie ausgeliefert. Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft, schreibt George Orwell in seinem Roman 1984. Wer die Vergangenheit leugnet, sie kurzerhand zu einer Erweiterung, Augmented Reality der Gegenwart macht, kontrolliert alle Zeiten. In Cécile Weisbrots dystopischem Roman Destruction, Zerstörung, der 2020 in deutscher Übersetzung erschien, zeigt die allmählich aufkommende Diktatur ihr Gesicht unter anderem darin, dass sie die Toten und die Vergangenheit verbannt. Zitat: Einige Tage später erließen sie eine Verordnung, wonach wir die Toten auszulöschen hatten. Keine Namen auf den Gräbern, keine Gräber, Asche, die irgendwo anonym verstreut wurde,
um für die Zukunft Platz zu machen, hieß es. Die Vergangenheit hatte zu viel Bedeutung gewonnen, Retrospektiven, Rekapitulationen, Gedenkanlässe und die Wiederkehr der Moden, eine Überbevölkerung früherer Generationen, ein Wissensstau und nach vorne hin eine verbaute Zukunft, vollgestellt, bevor sie noch begonnen hatte. Fortan werden Friedhöfe Denkmäler sein, die geschlossen sind fürs Publikum. Aber ist es nicht das genaue Gegenteil, was die Virtual Reality verspricht, werden Sie sagen? Sie verleiht den Toten ein ewiges Leben. Ich denke, dieses ewige virtuelle Leben kommt einer Auslöschung gleich. Wer die Vergangenheit nicht in ihrer Fremdheit und letztlich Unerreichbarkeit ernst nimmt, wer glaubt, den Tod technisch außer Kraft setzen zu können, für den gibt es keine Toten und keine Vergangenheit mehr. Werden die Friedhöfe eines Tages noch nicht einmal mehr Denkmalfunktionen haben? Werden die digitalen Friedhöfe der Zukunft gar nicht mehr von Toten, sondern von Pseudolebenden bevölkert sein? Zu den Pseudolebenden gehört eine Vergangenheit, die nicht mehr vergangen ist, sondern eine erweiterte Form von Gegenwart, die jetzt prompt nicht mehr Gegenwart, sondern Echtzeit heißt, obwohl oder gerade weil sie unechter als jede bisherige Zeiterfahrung ist. Die Wiedergänger kürzlich Verstorbener werden mithilfe von erhaltenen Bild- und Audiodaten der Toten erzeugt. Und wie ist es mit den in ferner, analoger Vergangenheit Gestorbenen? Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als auf die biografischen und historischen Kenntnisse der Kodierungsmeister zu vertrauen. All diese unfreiwillig Wiederbelebten haben gemeinsam, dezidiert Heutige zu sein. Das Heute, dem sie entstammen, nimmt allen Platz ein. Es hat sich alles Frühere einverleibt. Bislang wurden die Möglichkeiten der Virtual Reality vor allem in der Gaming-Szene genutzt. Das ändert sich sehr schnell. Wir lassen hier die allermeisten dieser Anwendungen außer Acht und konzentrieren uns auf die Auswirkungen der Virtual Reality-Technologie auf unseren Umgang mit und unser Verhältnis zu den Toten und zur Geschichte. In einem 2022 in der Zeitschrift Le Point abgedruckten Gespräch über das sogenannte Metaversum oder Metaverse erklären die französischen Historiker Arthur Chevalier, Raphaël Dohan und Baptiste Roger-Lacan die aktuelle Entwicklung. Bildsynthetische KIs seien bereits in der Lage, auf Anfrage beispielsweise fotorealistische Bilder von Cäsars Ermordung zu produzieren, die wirken, als wären sie von Sicherheitskameras direkt vor Ort aufgenommen worden. Das Metaversum berge ein enormes Potenzial für die Geschichtslehre. Ich zitiere: Und welche Welt der Möglichkeiten eröffnet sich uns? Ein 10-jähriges Kind wird in seinem Zimmer in Shanghai den Parthenon besichtigen, die Mona Lisa bewundern und durch die Galerien von Fontainebleau spazieren können. Dasselbe Kind kann sich stundenlang mit Sokrates in den Gärten von Athen unterhalten, ein von Menschenmassen bevölkertes römisches Forum besuchen, über das Schlachtfeld von Azincourt fliegen und Marie Curie in ihrem Labor assistieren. Ein Jahr später gründen die 3 Historiker ein Online-Labor namens Vestigia, das Geschichte mithilfe von KI vermitteln will. Eines ihrer Programme nennt sich »Was hätte Napoleon gedacht?« und ermöglicht es, ein Gespräch mit Napoleon zu führen und diesen auch zu zeitgenössischen Themen zu befragen. Zum Beispiel fragt ihn die Zeitschrift Marianne, die ein exklusives Vorgespräch mit dem Kaiser führen durfte, ob der Code Napoleon oder Code Civil nicht aus heutiger Sicht sexistisch sei, was Napoleon halbherzig zugibt. Sicher, das könnte heute so bewertet werden, meint er. Und mit den damaligen Verhältnissen erklärt. Eine andere Frage lautet, welchem heutigen Politiker er sich am nächsten fühle, worauf er in durchaus moderner Sprache entgegnet: Ich habe nicht viel Bewunderung für die heutigen Regierenden übrig,
Sie sorgen sich mehr um ihre persönlichen Interessen als um das Wohlergehen der Bürger und sind selten in der Lage, endgültige Entscheidungen zu treffen. Endgültige Entscheidungen? Die sind wohl tatsächlich eher etwas für Diktatoren. Am Ende scheint der Napoleon des Vestigia-Programms eine Art populistischer Politiker-Schlechtmacher zu sein, der die beschränkte Macht demokratisch gewählter Volksvertreter belächelt und vor allem große Stücke auf sich selbst hält. Dieses Jahr nun wollte ich mir einmal selbst eine Vorstellung von einem wiederbelebten Napoleon machen. Und prompt ergab sich eine Gelegenheit. Am 12. Juni dieses Jahres empfing mich der abgedankte Kaiser in seiner letzten Residenz auf der im Südatlantik gelegenen Insel St. Helena und erzählte mir ausführlich von seinen Großtaten, die ich auch sogleich miterleben durfte, eher hautfern als hautnah miterleben durfte, denn das Ganze geschah im Rahmen einer Virtual Reality Inszenierung, die in Paris unter dem Titel Napoléon, l'épopée immersive, das immersive Epos, angeboten wurde. Ich war beim Russlandfeldzug und bei der Expedition nach Ägypten dabei und tappte doch nur mit ein paar anderen bebrillten Gestalten durch einen leeren Raum. Leider waren sowohl die Konzeption dieses kommerziellen Spektakels als auch seine technische Umsetzung derart dürftig, dass alles Gesehene überaus unglaubwürdig wirkte. Doch immerhin kann ich mir mittels dieser Erfahrung vorstellen, wie eine solche immersive Inszenierung in ein paar Jahren aussehen könnte, wenn die Technologie weiter fortgeschritten sein wird. Von der Inszenierung bleibt mir hauptsächlich im Gedächtnis, dass Napoleon, der zeitweise unmittelbar vor mir stand und mir in die Augen oder vielmehr knapp daran vorbeiblickte, anders als ich immer angenommen hatte, größer war als ich, die ich immerhin 1,80 bin. Ein großer Herrscher muss auch körperlich groß sein. Alles andere wäre wohl den Entwicklern dieses Spektakels ungehörig erschienen und vor allem hätte es nicht die gewünschte Wirkung erzielt. Die Technologie steckt noch in ihren Anfängen, doch erlaubt sie uns bereits die Vorstellung, Schulkinder könnten sich demnächst bei Hitler erkundigen, warum er denn bloß die Juden umgebracht oder, schlimmer noch, warum er sie eigentlich nicht alle umgebracht habe und bei Bismarck, warum er die Sozialdemokratie habe verbieten lassen. Es wird endlich Gelegenheit geben, die Verantwortlichen für die Rassentrennungsgesetze in den Vereinigten Staaten und in Südafrika ordentlich zu beschimpfen, wenn schon nicht zur Rechenschaft zu ziehen. Aber ist das denn alles neu? Haben wir nicht von jeher das Bedürfnis, mit den Toten in Verbindung zu treten, sie wiederzusehen, ihnen Fragen zu stellen, die zu stellen wir zu ihren Lebzeiten versäumt haben, uns gar, nun da sie sich nicht mehr wehren können, über ihre Fehler und Schwächen lustig zu machen, sie anzuklagen? Nein, dieses Verlangen ist wahrlich nicht neu, nur sind unsere Antworten darauf grundlegend andere geworden. Nach Jahrtausenden des sprachlichen Heraufbeschwörens von Traum- oder Luftbildern sind wir dabei, über die Etappe des Historienfilms, in dem noch ein wenig gefilmtes Theater steckte, uns in Richtung immer größerer, ja totaler Illusion zu bewegen und damit unsere Vorstellungskraft auszuschalten. Muss diese nicht nutzlos geworden, auf die Dauer verkümmern? Statt dass die Vergangenheit vor uns läge, als Weg, als unerreichbares Ziel, dem wir uns aber mit einigen Anstrengungen annähern können, wird sie uns herbeigezaubert. Ein Toter steht dreidimensional vor uns, blickt uns lächelnd an und hebt die Hand zum Gruß. Die von der Virtual Reality geschaffene Illusion ist auch eine physische, der wir uns nicht entziehen können. Vor einem virtuellen Abgrund, der sich plötzlich vor uns auftut, erfasst uns ein echter Schwindel. Wir können nicht anders, wir weichen zurück, körperlich eingezwängt, wie wir sind, in eine Illusionszwangsjacke. In Vorstellungswelten, wie sie die Romanliteratur hervorbringt, sehen wir eine Szene deutlich vor uns,
Wir erleben sie mit, als wären wir dabei, sind manchmal zu Tränen gerührt oder empört. Und zugleich behält diese Vision eine Unschärfe, die das wirklich oder virtuell Gesehene nicht hat und die dazu beiträgt, dass aus einem Menschen eine Figur werden kann. Wir sehen die erzählten Szenen vor unserem inneren Auge. Wenn ich etwas sehe, kostet mich das keine geistige Mühe. Es wird mir vom Auge serviert, meint Professor Dr. Peter König, Leiter des Fachgebiets Neurobiopsychologie an der Universität Osnabrück. In der Vorstellung ist da aber erstmal nichts. Ich muss mich also anstrengen, um ein Bild entstehen zu lassen. Und damit haben anscheinend die höheren Hirnareale zu tun. Wenn wir uns etwas vorstellen, werden die höheren Gehirnebenen aktiver als beim wirklichen Sehen. Doch auch wenn wir uns etwas nur vorstellen, wird, wenn auch in geringerem Maße als beim wirklichen Sehen, der sogenannte primäre visuelle Kortex aktiviert. Ich sehe es vor mir, sagen wir gerne, wenn wir vermitteln wollen, wie lebhaft unsere Einbildung auf uns wirkt. Und tatsächlich scheint in diesem inneren Sehen, in unserem geistigen Auge, ein kleiner Anteil tatsächlichen Sehens enthalten. In der Vorstellung, die also eine Art doppeltes, inneres und äußeres Sehen ist, können wir von jeher den Toten begegnen. Wir können sogar mit ihnen reden. In der Odyssee steigt Odysseus in die Unterwelt hinab und trifft dort auf seine verstorbene Mutter, aber auch auf Agamemnon und Achilles, denen er berichten kann, was sich seit ihrem Tod unter den Lebenden zugetragen hat. Er ist deutlich von ihnen unterschieden. Er ist der Lebendige, der Gegenwärtige, während die Geschöpfe, die er in der Unterwelt trifft, ein imaginäres Schattenleben fristen. Sie sind in ihrem unterirdischen Gefängnis in einer Art Isolationshaft und wissen nichts über die Gegenwart, können allenfalls prophetisch über die Zukunft Auskunft geben. Bis Odysseus unvermittelt bei ihnen auftaucht, sind sie ohne Verbindung zur Außenwelt. Die mythische Vorstellung, wonach die Seelen der Toten ein für uns unsichtbares Dasein führen, entstand, so stelle ich mir vor, aus dem unstillbaren Bedürfnis, sich die Toten nicht nur als unter der Erde faulende Leichname vorstellen zu müssen, ihnen ein, wenn auch leidvolles, fern von uns sich vollziehendes Weiterleben zuzuschreiben. Die Welt der Toten ist hier nicht per Knopfdruck oder per Aufsetzen einer Brille, sondern nur mit größter Mühe zu erreichen. Tatsächlich gelingt es nur wenigen griechischen Heroen, überhaupt bis dahin zu gelangen, darunter eben Odysseus. Jetzo erreichten wir des tiefen Ozeans Ende. Allda liegt das Land und die Stadt der chimärischen Männer. Diese tappen beständig in Nacht und Nebel, und niemals schauet strahlend auf sie der Gott der leuchtenden Sonne. Weder wenn er die Bahn des sternichten Himmels hinansteigt, noch wenn er wieder hinab vom Himmel zur Erde sich wendet, sondern schreckliche Nacht umhüllt die elenden Menschen. Nur Achilles schafft es mit Leichtigkeit in die Unterwelt, und zwar im Traum. Jetzo kam die Seele des jammervollen Patroklos, ähnlich an Größe und Gestalt und lieblichen Augen ihm selber, auch an Stimmen, und wie jener den Leib mit Gewanden umhüllet. Ihm zum Haupt nun trat er und sprach anredend die Worte: Schläfst du, meiner so ganz uneingedenk, o Achilleus? Und er erinnert seinen Freund daran, dass er, also sein Leichnam, noch immer nicht bestattet sei und seine Seele deshalb von den anderen Seelen weggescheucht nicht in den Hades aufgenommen werden könne, sondern in einer Zwischenwelt umherirren müsse. Achilles gelobt, ihn endlich zu begraben. Als er dieses geredet, da streckt er verlangend die Hand aus.
aber umsonst. Denn die Seele, wie dampfender Rauch, in die Erde sank sie dahin, hellschwirrend. Bestürzt nun erhub sich Achilleus, schlug die Hände zusammen und sprach mit jammernder Stimme: Götter, so ist denn fürwahr auch noch in Aides Wohnung Seel- und Schattengebild, allein ihr fehlt die Besinnung. Diese Nacht ja stand des jammervollen Patroklos Seele mir selbst am Lager, die Klagende, herzlich Betrübte, und gebot mir manches und glich zum Erstaunen ihm selber. Das Schattengebilde, das hier weiter besteht, die Seele, ist kein Klischee und kein Idealbild. Sie hat den Anschein des lebendigen Menschen in seinem letzten Lebensalter, ja, im letzten Augenblick seines Erdendaseins. Manche tote Krieger haben noch die blutbesudelte Rüstung am Leib, in der sie gefallen sind. Wenn ein Lebender sie berühren will, verflüchtigen sich die Seelen wie dampfender Rauch. Sie sind Luftgebilde der Toten, aus der Not und dem Schmerz des Verlusts oder wie im folgenden Beispiel aus Lust am Gedankenspiel geborene Trugbilder, die nur im Traum oder in der Vorstellung leben. In Lukians im 2. Jahrhundert nach Christus entstandenen Totengesprächen trifft der Zyniker Menippos, der in den Hades hinabgestiegen ist, dort auf Sokrates, der ihn fragt, welchen Ruf er denn unter den Lebenden genieße. Du bist ein glückseliger Sterblicher, was das betrifft. Alle Welt glaubt, du seiest ein bewundernswürdiger Mann gewesen und habest alles gewusst, wiewohl du, weil man doch, denke ich, die Wahrheit sagen muss, nichts wusstest. Das habe ich ihnen selbst immer gesagt, aber sie hielten es für Ironie, entgegnet Sokrates, geistreicher als der überhebliche Eindringling. In den meisten seiner Dialoge nimmt Lukian jedoch die berühmten Toten auf die Schippe, stellt sie in ihrer Raffgier, Ehrsucht und Eitelkeit bloß. Seine Absicht und die Ironie der von ihm erfundenen Gespräche sind offensichtlich. Kein Mensch wird Sokrates, Alexander oder Hannibal, wie Lukian sie sprechen lässt, mit den historischen Menschen verwechseln, auch wenn sie etwas von diesen zu erfassen suchen. Anders im historischen Roman, dem es gelingen kann, die Illusion von historischer Wirklichkeit zu erwecken, doch wird sich auch bei einer noch so ausführlichen und genauen Beschreibung einer Romanfigur kein Leser, keine Leserin genau dieselbe Gestalt, dasselbe Gesicht vorstellen. Denn das geschriebene Wort muss erst noch in Bilder übersetzt werden. Und wie jede Art von Übersetzung ist auch diese individuell sehr verschiedenes, ist eine Interpretation. Aus den diversen Repräsentationen, die sich ein Leser, eine Leserin von einer Romanfigur macht, ließe sich vermutlich eine Art Mittelwert, ein kriminalistisches Phantombild erstellen, wenn nicht das Schöne und Wichtige der literarischen Gestaltung gerade wäre, der Imagination einen weiten Raum zu schaffen. Nicht selten ist das ein Raum, der genauso die Umgebung der Figuren umfasst wie ihr Innenleben, wobei die eine von dem anderen oft schwer zu trennen ist, zumal das Außen im Roman wie in jeder anderen literarischen Form durchweg von einem Innen, einem Erzähler oder einer Figur gesehen wird, ja wie jeder von Menschen gesehene Raum in dessen Kopf hineingerät und so zu einem Innen wird. Das zeigt eine von Napoleons Russlandfeldzug erzählende Passage aus Tolstois Krieg und Frieden, in der Napoleon zwischen den Leichen russischer Soldaten hindurch über ein Schlachtfeld reitet. Bei einem auf dem Rücken liegenden jungen Mann, der wie ein Toter wirkt, aber nur schwer verwundet ist, hält er inne. Voilà une belle mort, ein schöner Tod, sagte Napoleon und blickte auf Bolkonski. Fürst Andrei begriff, dass das von ihm gesagt war und dass das Napoleon sagte. Er hörte, wie sie denjenigen mit Sire anredeten, der diese Worte sagte. Doch er hörte diese Worte, als hörte er das Summen einer Fliege. Nicht nur
interessierte er sich nicht für sie. Er nahm sie auch nicht wahr, vergaß sie gleich wieder. Ihm brannte der Kopf. Er spürte, dass er Blut verlor, und er sah über sich den fernen, hohen und ewigen Himmel. Er wusste, dass das Napoleon war, sein Held. Aber in diesem Moment schien ihm Napoleon ein so kleiner, unbedeutender Mensch im Vergleich zu dem, was jetzt zwischen seiner Seele und diesem hohen, unendlichen Himmel mit den über ihn hineilenden Wolken vor sich ging. Es war ihm in diesem Moment vollkommen gleichgültig, wer auch immer über ihm stand und was er über ihn sagte. So gut wie nichts von dem, wovon hier erzählt wird, könnte in einer Verfilmung sichtbar werden, noch weniger in einer Virtual Reality Nachbildung, die in ihrem Realismuszwang nur von außen auf Figuren oder wieder auferweckte Tote blickt und deren Gedanken nicht lesen kann. Weder die angestrebte Objektivität der Geschichtsschreibung noch die radikale Subjektivität der Literatur sind denkbar ohne Distanz, ohne das Bewusstsein, dass sich uns heutigen, von den großen, unumgehbaren Tatsachen einmal abgesehen, das Gewesene in großen Teilen entzieht und nur annäherungsweise anhand verschiedenartigster Interpretations- und Durchdringungsversuche vor unserem geistigen Auge nachgebildet werden kann. Der Roman ist ein imaginärer Raum, von dem der Leser von jeher weiß, dass er ihm nur vorschwebt. Doch auch außerhalb des Romans findet die Literatur Wege, das Unendgültige, Unwahre oder Anderswahre, wie ein großer österreichischer Dichter sagen würde, ihrer Darstellung spüren zu lassen. Möglicherweise kommen wir der historischen Wirklichkeit näher, wenn wir ihre Unerreichbarkeit, die Unmöglichkeit ihrer getreuen Rekonstruierung nicht verleugnen, unsere Skrupel und Zögerlichkeit nicht verschweigen, sondern durch die Gestalt, die unsere Beschäftigung mit ihr annimmt, hervorheben. Tod ist Tod. Die Menschen, die wir durch unsere gewissenhafte Beschäftigung mit den Spuren, die sie hinterlassen haben, durch unsere geistige Anstrengung, die Kraft unserer Vorstellung, den Zauber der Sprache, unsere Verzweiflung und Trauer zum Leben erwecken können, sind nicht unsere für immer verlorenen Toten, sondern ihr erträumtes Abbild. Lassen wir am Ende noch einmal Lukian zu Wort kommen, der in einem seiner Totengespräche den Halbgott Herkules und den Philosophen Diogenes miteinander plaudern lässt. Diogenes: Mit Erlaubnis, o du Sieger der schönsten Siege, sei so gut und sage mir, ob du tot bist. Wie ich noch im Leben war, opferte ich dir als einem Gott. Herkules: Und daran tatest du sehr recht, denn der wahre Herkules lebt bei den Göttern im Himmel und herzt die schönfüßige Hebe. Ich bin nur seine Gestalt. Diogenes: Wie verstehst du das, die Gestalt des Gottes Herkules? Und wie ist es möglich, dass einer zur einen Hälfte ein Gott und zur anderen gestorben sein könnte? Herkules: Sehr möglich, denn nicht er ist gestorben, sondern nur ich, sein Bild. Diogenes: Ich verstehe. Er hat dem Pluto statt seiner einen anderen Mann gestellt und der bist du? Du bist sozusagen in seinem Namen tot? Herkules: So ungefähr. Vielen Dank.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, liebe Frau Weber, für diesen großartigen Vortrag. Ich bin sicher, wir sind alle jetzt voll Gedanken. Danke nochmal, dass Sie heute bei uns waren und dann danke allen, die heute anwesend waren. Wir laden Sie nun herzlich zum Apéro, um in entspannterer Atmosphäre bei Speis und Trank mit den Referierenden und Vortragenden weiter zu diskutieren. Vielen Dank noch einmal.